Sie riet ihm, einen langen Urlaub zu nehmen. She advised him to take a long holiday. Sie fragte ihn, ob er wisse, wo ich lebte. She asked him if he knew where I lived. Sie versicherte ihm, dass alles in Ordnung war. She assured him that everything was okay. Sie schlug ihn zum Tode mit einem Golfclub. She beat him to death with a golf club. Sie rief ihn jeden schlechten Namen, den sie kannte. She called him every bad name she knew. Sie stellte ihn absichtlich in Gefahr. She deliberately exposed him to danger. Sie tat ihr Bestes, nie an ihn zu denken. She did her best never to think of him. Sie versuchte nicht, den Brief zu übersetzen. She didn't try to translate the letter. Sie wollte nicht, ihn noch länger zu bleiben. She didn't want him to stay any longer. Sie scheiterte nur ein einziges Wort zu verstehen. She failed to understand a single word. Sie folgte ihm nach Hause, dann tötete ihn. She followed him home, then killed him. Sie verzieh ihm, ihren Vater zu töten. She forgave him for killing her father. Sie gab ihm einen Pullover an seinem Geburtstag. She gave him a sweater on his birthday. Sie hat eine Flasche Milch jeden Morgen. She has a bottle of milk every morning. Sie lud ihn in eine Tasse Kaffee. She invited him in for a cup of coffee. Sie wusste besser, als mit ihm zu streiten. She knew better than to argue with him. Sie machte Freunde mit Tom auf der Party. She made friends with Tom at the party. Sie stand so nah an ihm, wie sie konnte. She stood as close to him as she could. Sie sprach ihnen, ein neues Haus zu kaufen. She talked him into buying a new house. Sie lehrte ihm die Tricks des Handels. She taught him the tricks of the trade. Sie sagte ihm, wo die Koffer zu setzen. She told him where to put the suitcase. Sie pflegte ihn, mit seinen Hausaufgaben zu helfen. She used to help him with his homework. Sie wurde von ihm geraten, das Rauchen zu stoppen. She was advised by him to stop smoking. Sie ging mit ihm am vergangenen Montag einkaufen. She went shopping with him last Monday. Sie ging zum Flughafen, um ihn zu verabschieden. She went to the airport to see him off. Sie ging in die Station, um ihn zu verabschieden. She went to the station to see him off. Der Blumentopf auf dem Bürgersteig abgestürzt. The flower pot crashed to the sidewalk. Die Nachricht erreichte mich schließlich gestern Abend.
The news finally reached me last night. Der Polizist packte den Arm des Räubers. The policeman grabbed the robber's arm. Es gibt viele Postkarten in diesem Speicher. There are many postcards in this store. Es ist eine sehr alte Tempel in der Stadt. There is a very old temple in the town. Es besteht ein dringender Bedarf nach mehr Geld. There is an urgent need for more money. Es besteht ein dringender Bedarf an Freiwilligen. There is an urgent need for volunteers. Sie verbrachten den ganzen Tag am Strand. They spent the entire day on the beach. Tom ist so groß wie jeder Junge in unserer Klasse. Tom is as tall as any boy in our class. Tom weiß viel über die amerikanische Geschichte. Tom knows a lot about American history. Tom erinnert mich an einen Jungen, den ich verwendet wissen. Tom reminds me of a boy I used to know. Tom wurde mit einem Auftrag an die Filiale gesendet. Tom was sent on an errand to the store. Tom wird das Frühstück morgen früh haben. Tom will have breakfast early tomorrow. Toms Sprechweise ging mir auf die Nerven. Tom's way of speaking got on my nerves. Wir brachten ihn sofort ins Krankenhaus. We took him to the hospital right away. Welche Zeit glaubst du, er zurückkommen wird? What time do you think he'll come back? Welche Zeit essen Sie in der Regel Frühstück? What time do you usually eat breakfast? Was war es, das Marie gestern gekauft? What was it that Mary bought yesterday? Wann ist die beste Zeit, um Ihren Hund zu füttern? When is the best time to feed your dog? Als sie den Raum betrat, stand er auf. When she entered the room, he stood up. Ein Bündel von Menschen bei der Explosion gestorben. A bunch of people died in the explosion. Laut Mieke kaufte Mark ein neues Auto. According to Mike, Mac bought a new car. Alle 4 der Jungen haben nicht Alibis. All 4 of the boys didn't have alibis. Kommst du nicht morgen auf die Party? Aren't you coming to the party tomorrow? Betty forderte mich auf eine Partie Tennis. Betty challenged me to a game of tennis. Zu der Zeit, sie zurückkommen, werde ich weg sein. By the time you come back, I'll be gone. Kann ich ein Ticket für das Konzert hier kaufen? Can I buy a ticket for the concert here? Könnten Sie mir eine Fahrt zum Bahnhof geben? Could you give me a ride to the station? Können Sie mir sagen, welchen Weg soll ich gehen?
Could you tell me which way I should go? Haben Sie heute Morgen das Klavier üben? Did you practice the piano this morning? Dinosaurier starben vor langer Zeit aus. Dinosaurs died out a very long time ago. Haben Sie Zeit übermorgen haben? Do you have time the day after tomorrow? Wissen Sie, wer das Mikroskop erfunden? Do you know who invented the microscope? Glaubst du, ich für diesen Job qualifiziert bin? Do you think I'm qualified for the job?